mit ASUM am besten bewerkstelligen kann. Ich freue mich sehr, heute Abend euch dazu Inputs weitergeben zu dürfen und euch da ein wenig aus meinem Coaching-Leben zu erzählen und wie ich das eigentlich tagtäglich umsetze und das mache. Hier, um das, was es eigentlich geht, die Zielsetzung halt, damit ihr eure Athleten oder euch selber gut betreuen könnt und natürlich dann die Umsetzung halt im Coaching, ob es dann schlussendlich mit ASUM oder sonst was für eine Form ist oder mit Excel, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Von dem her passt das ganz, wie ihr das dann halt handhabt. Kurz zu meiner Person. Ich war mal früher als Radfahrer unterwegs, war ein paar Jahre professioneller Profi auf der Straße. Zeitfahren war so meine Paradedisziplin. Ich habe dann aber relativ schnell in den Nullerjahren dann schon die Seite gewechselt vom Coach also vom Radrennfahrer zum Coach und habe dann eigentlich direkt mit dem Coaching angefangen, 2001, und dann ab 2002 habe ich eigentlich schon von dem gelebt und seitdem betreue ich relativ viele Athleten. Ich hatte da die ersten 8, 9 Jahre war ich auch im Profizirkus ein wenig unterwegs, war ein paar Fahrtentrainer mit Leuten unterwegs, oft auf den Gran Canaria oder sonst auf den Inseln am Trainieren und habe mich da mein Coaching-Rüstzeug geholt. Dann 2010 habe ich MySport gegründet, als eine Sport-Coaching-Firma, wo hier in Zürich stationiert ist. Und dann 2016 haben wir dann eigentlich mit der Entwicklung von ASUM angefangen und immer weiterentwickelt, und dass es dann so als Endprodukt, wie ihr das jetzt habt, ist das eigentlich erst 2021 dann auf den Markt gekommen. Also ich habe das schon relativ längere Zeit entwickelt gehabt. Und das ist auch ein wenig, was mein Coaching auszeichnet. Das interessant ist, dass es ASUM gegeben hat. Ich hatte eigentlich das immer anders gemacht. Wir hatten nie mit einer anderen Plattform die Trainingspläne erstellt als mit Word, Excel und dann mit ASUM. Und ich habe eigentlich das Coaching immer ein wenig anders gemacht, wie es damals gängig war. Ich habe mehr auf die Planung erstellt und dann basierend auf dem gecoacht. Und oftmals ist ja heutzutage, dass viele nicht mehr auf den Resultaten, also auf den Trainingsergebnissen, dann die nächsten Pläne ausrollen und so weiter. Und ich habe das immer ein wenig anders gemacht und so hat sich dann ASUM entwickelt und haben wir es aufgebaut. Hier Regelkreis der Trainingsplanung, das sollte den meisten von euch sicher bekannt sein. Da geht es eigentlich halt darum, um die Zielsetzung vom Athlet, dann die Planung, dann die Umsetzung, das Monitoring, die Ist-Analyse. Und hier bei all diesen verschiedenen Komponenten greift natürlich dann ASUM halt ein und man kann dann da den Athlet optimal steuern und halt diese Grundpfeiler hier optimal zu bedienen, sei es mit der Methodik, die Planung, koordinative Kompetenzen, Ausdauergeschichten, kann man natürlich das alles sehr gut steuern. Man kann auch mentale Sachen mit einbauen, hat verschiedene Möglichkeiten von der Ernährung und so weiter. Und wenn ihr das hier anschaut, A für Analyse, Z für Zielsetzung, U für Umsetzung und M für Monitoring, das heißt ja dann unter dem Strich eigentlich ASUM. Und so hat sich auch der Name ergeben. Für den P, da hat leider keinen Platz gehabt, aber so für einen kleinen Regelkreis der Trainingsplanung hat das gereicht, diese 4 Namen, und aus dem hat sich dann dieser Name ASUM, so ist er entstanden. Gut, genau, heute geht es ja eigentlich mal darum,
um 3-4 Themen. Einerseits um die individuelle Zielsetzung, um die Athleten optimal zu betreuen. Dann in einem zweiten Schritt das metabolische Profil. Dritter Schritt effizientes Planen. Und dann noch ein paar Coaching-Tipps von meiner Seite her. Wenn wir mit der Zielsetzung anfangen, geht es sicher mal darum, geplant, also Events zu erstellen und dann natürlich den Athlet oder die Athletin zu challengen, um möglichst Zieldaten sauber herauszuschälen und die gut vorzubereiten und entsprechend dann halt auch abzuholen. Und entsprechend dem kann ich natürlich dann auch bessere Feedbacks geben, Leistungsdiagnostikdaten dazu vergleichen, Gewichtsmanagement ist dann auch relativ gut umzusetzen und natürlich auch Feldtests wende ich sehr gerne an für verschiedene Sachen und Möglichkeiten. Ich zeige euch gerne mal 1-2 Beispiele, wie ich das mit einem Athleten mache. Ich habe da einen vorbereitet. Also ich habe da jetzt von einem Athleten die letzten, sind es da 3-4 Jahre mal ausgewählt, also ein Wettkampf, dann Triathlon-Sportart und dann erfasst die Ironman-Wettkämpfe und da kann ich dann halt sehr schön sehen, die Zeiten, wie sich das entwickelt hat, da in den letzten Jahren, was er halt dann da im 22 in Dubai gemacht hat und wie sich es dann entwickelt hat. Jetzt in dem letzten, an der WM war er da, die Zeiten geplant, was er dann schlussendlich gemacht hat, kann ich natürlich dann da auch noch zusammenklicken und dann sehe ich dann halt den Verlauf. Bringt mich dann nicht unbedingt immer weit im Jahresendgespräch, weil es sieht dann aus, wie das keine Steigerung gegeben hat. Da hat man dann auch die Möglichkeit, über zum Beispiel die Rangierungen das anzuschauen. Und da sieht man halt dann sehr schnell, oder hier war er dann etwas vorne dabei, an der WM weniger. Hier war auch eine WM und da war er dann schon viel besser, eigentlich hier ein paar Jahre später. Und so kann ich natürlich halt sehr viele Grafiken dann zusammenbringen, mit dem Athleten arbeiten und gut analysieren und dann halt wirklich individuell auf ihn eingehen. Oder auch hier zum Beispiel so Feldtests, wo ich mit ihnen gerne mache. Das ist zum Beispiel jetzt 100 Meter Schwimmen, was er halt da gemacht hat. Das sieht man jetzt irgendwo hier. Hat es dann da nicht so Fortschritte gegeben. Da haben wir eine Maßnahme gemacht, ging es wieder etwas besser. Und so habe ich halt sehr viele Möglichkeiten, das in Relation zu setzen. Und hier habe ich dann das im Tool drin, halt die verschiedenen Möglichkeiten, die Eventarten. Das ist auch 100% anpassbar. Wenn das für euch nicht passt, könnt ihr das natürlich auch selber adaptieren. Also hier Wettkämpfe kann der Athlet oder der Coach kann das dann zusammenklicken. Und dann ist dann halt hier all die Sachen drin, wo ihr jetzt vorhin gerade in der Analyse gesehen habt oder geplante Zeit. Was auch immer noch spannend ist, Zeit vom Sieger zur aktuellen Zeit kann man auch sehr viele Vergleiche hinzufügen, auch in der Analyse. Und dann halt für jede einzelne Disziplin das zu machen, Watt und so weiter. Da kann man sich dann da extremst ausleben mit Analysen und so weiter. Dann Feldtests habe ich die Möglichkeit, da mache ich halt auch gerne im Laufen, zum Beispiel 1 Kilometer, 5 Kilometer Feldtests oder im Schwimmen, so Möglichkeiten, um die Athleten abzuholen. Oder das Gewichtsmanagement habe ich da Möglichkeiten, Leistungsdiagnostiken. Wie gesagt, hier ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann ich wirklich individuell planen und damit arbeiten. Schlussendlich geht es ja dann auch darum, dem Athlet natürlich Feedback zu geben und das Ganze individuell, sehr individuell zu halten. Also Erfassen der Ziele und Events und natürlich dann das E-Mail-System bei uns ist dann so eingestellt, dass ich dann halt
2 Tage vor dem Event bekomme ich eine E-Mail, hey, der Athlet hat dann und dann diesen Event, wirst du ihm noch ein Feedback geben? Direkt nach dem Event am Abend bekomme ich eine E-Mail, um dem Athleten halt auch direkt ein Feedback geben zu können, so dass ich dann halt immer auf dem Laufenden bin und mir nicht noch eine Excel-Liste führen muss, wann habe ich jetzt was geplant, welche Leistungsdiagnostik. Es poppt dann immer auf und ich habe dann halt in der E-Mail, Posteingang habe ich dann alles schön synchronisiert aufgelistet oder auch über die App haben wir ja mittlerweile auch, dass ich das alles auf der App dann direkt drin habe. Wie das funktioniert, kann ich euch natürlich jetzt hier nicht so gut zeigen aus Datenschutzgründen. Aber genau, das funktioniert eigentlich relativ gut. Basierend auf dem, wie man es natürlich kennt aus dem Coaching, gibt es dann halt verschiedene Updates. Update des Athletenprofils, respektive des metabolischen Profils und so weiter. Und natürlich eigentlich das eigentliche Coaching basiert dann auf dem, halt auf diesen Zahlen. Das mal Zielsetzung. Dann gehen wir mal ins metabolische Profil rein. Da kann man sich natürlich dann sehr ausleben. Ich zeige euch mal 2, 3 Sachen. Ich gehe da mal in meinen Account, wo ich halt dann auch die ganzen Pläne entwickeln. Also erstens mal habe ich die Möglichkeit, metabolische Profile neu zu machen, zu archivieren, ist dann auch ganz praktisch, wenn ich dann halt Off-Season und dann in die neue Season starte, oder ich kann dann quasi auch das vom letzten Jahr wieder aktivieren und damit arbeiten. Und dann habe ich dann halt die Daten kann das wieder ausrollen. Und hier drin habe ich dann halt sehr viele Möglichkeiten. Die einfachste Variante ist eigentlich über Algorithmus zu arbeiten, über den FTP, also anaerobe Schwelle FTP, irgendwo so um den Dreh rum, ist der Algorithmus eigentlich aufgebaut. Und dann über die maximale Herzfrequenz, da kann ich hier die Zahlen entsprechend anpassen und dann stellt sich dann unten eigentlich das alles schon entsprechend ein, so wie ihr das von anderen Tools kennt. Diesen Algorithmus, für die sehr viele Athleten trainieren, den kann man dann auch im Backend individuell einstellen, habt ihr alle Möglichkeiten, würde ich dann aber nur auch für Advanced Leute empfehlen und dann auch sehr in Zusammenarbeit mit unserem Support. Der Johannes ist auch mit da im Call, hilft euch dann da sehr gerne weiter, um das sauber umzustellen. Was dann ist, ich kann dann hier auf metabolisches Profil umstellen, kann hier auch wieder über den Algorithmus arbeiten, um das zu resetten. So, muss ich das anpassen. Genau, und dann ist es wieder Reset auf die Zahl und dann kann ich natürlich dann einhergehen und dann hier halt meine individuelle Sachen anpassen und dann damit arbeiten, damit ich dann auch das Monitoring darüber sauber habe. Ist dann das da relativ gut. Die Zahlen, wo hier haben wir eine Schnittstelle zu Insight, Leistungsdiagnostikdaten. Hier unten haben wir dann diese Fat Curve und das Ganze hinterlegt. Wird natürlich dann auch in der Planung berücksichtigt. In der Detailplanung kommt dann wie viel. Also hier sind dann die Energieverbrauch, die könnt ihr natürlich auch von Hand eintragen und damit arbeiten, wenn ihr das möchtet. Wir sind gerade am entwickeln, dass ihr die 2 Werte hier oben eingeben könnt, VO2 Max und VLA Max, und dann eigentlich diese Polynome hier unten generieren könnt und auch die Zahlen hier automatisch ausgefüllt werden. Also wenn ich jetzt hier das metabolische Profil, also das GA1 anpasse, dann passt hier eigentlich den Mittelwert an. Und wenn ich das dann speichere und refreshe, neu laden, dann passt dann auch hier hinten diese Werte an, Fett, Kohlenhydrate und so weiter. Also kann ich relativ viel machen.
und kann darüber arbeiten. Es gibt natürlich dann auch so Spezialitäten, wenn ich zum Beispiel jetzt im Schwimmen die Herzfrequenz dem Athlet nicht zeigen will, kann ich das quasi hier ausblenden. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo ich dann da wirklich individuell arbeiten kann. Und auch hier, da kann man auch individuell alles anpassen und umsetzen, was dann halt Sinn macht. Das Spezielle ist eigentlich auch hier, wir haben eigentlich Zonen zum Monitoren. Ich arbeite jetzt mit 4 Zonen in meinem Coaching, dann sehe ich dann direkt, hat was geklappt oder nicht. Und dann habe ich aber sehr viele Intensitäten. Ich habe zum Beispiel hier eine GA1 Basic. Das ist dann das, wo ich dann halt den Leuten genau gebe, da wo sie zum Beispiel 50 Gramm Zucker verbrennen oder 50 Gramm Carbs, ist dann die Idee, dass das eigentlich das GA1 ist, so wie ich das im Moment gebe den Leuten. Und dann habe ich hier, wenn sie auf die Rolle gehen, plane ich dann halt mit dem. Und Outdoor gebe ich dann ein etwas breiteres Fenster, also ich gebe dann halt die Obergrenze des Grundlagentempos etwas höher, weil wenn er dann auf denselben Durchschnitt kommen will, kann er etwas höher fahren, weil es dann auch etwas tiefer. Da habe ich da die verschiedenen Varianten, um damit zu planen. Also ich habe dann da 2 verschiedene G1-Geschichten und dann halt hier Sweet Spot oder Medium 2. Das kann man dann auch alles selber anpassen, 2 verschiedene Schwellenwerten, hoher, tiefer und dann hier oben halt noch viele Geschichten, um auch Leistungsdiagnostiken, PPD-Test von Insight können wir dann auch machen, da kann man auch andere Sachen, Critical Power Test und so weiter umsetzen. Genau, also das kann man auch sehr genau individualisieren und das hilft mich natürlich dann sehr spezifisch auf den einzelnen Athleten einzugehen. Das Monitoring kann ich euch auch noch schnell zeigen, basierend auf dem metabolischen Profil. Das sieht dann so aus. Jetzt da schnell den Athlet wechseln. Jetzt bin ich da in meinem aktuellen Account. Da sehe ich dann, wenn ich hier jetzt sehe ich dann halt das Monitoring, sehe ich, was ich da gefahren bin, also über der Schwelle, es war so ein VO2 Max Training und dann hier halt auf einen Blick, was dann die Herzfrequenz, wie sich dann die entwickelt hat, halt auf den Zonen, wie ich die dann da definiert habe, kann ich dann halt da sehr gut damit arbeiten. Wenn ich noch detailliertere Sachen brauche, gehe ich auf Golden Cheetah, haben wir auch eine Schnittstelle, aber so für den Überblick haben wir dann da schon mal sehr gute Möglichkeiten. Wir sind auch hier noch gerade dran, so einen Herzfrequenz-Delta-Analyzer zu entwickeln und dann das Training mal bewertet, ob das gut war, zu intensiv oder weniger. Wenn man dann die Herzfrequenz ausrechnet, das wird dann auch noch relativ eine Hilfe sein zum etwas effizienteren Coachen. Genau, das ist mal so ein metabolisches Profil, wo ich halt dann sehr viel arbeite, entsprechend den Daten der Zielsetzung passe ich das dann an. Fairerweise muss ich auch sagen, oftmals weiß man ja eigentlich, was etwa das metabolische Profil ist. Also ich werde dann, wenn ich die Leute von einer Diagnostik komme, muss ich dann da vielleicht 10, 15 Watt hoch oder runter, aber meistens stimmt das dann relativ gut und man kann natürlich dann auch mit Herzfrequenz Daten über die Wattdaten gelegt relativ viel rauslesen. Dann von einer soliden Grundstruktur bis hin zu einer detaillierten Planung. Da sind wir eigentlich sehr stark. Ich hatte, wie anfangs erwähnt, eigentlich das Tool nur entwickelt, um Trainingsplanung zu machen. Für alles andere hat es ja andere coole Möglichkeiten gegeben, wie Golden Cheetah und die Geschichten. Also ich dachte, ja, wir brauchen absolut keine Monitoring-Sachen, braucht es nicht. Wir gehen nur in Planung rein. Haben wir dann schnell gemerkt, dass das nicht gut angekommen ist und so haben wir natürlich das ganze Monitoring jetzt auch entwickelt und ja, macht es natürlich runter, das Ganze. Also wie mache ich das?
Asum ist ja so aufgebaut, dass ich mit Intensitäten und das ist jetzt eine Intensität G1 plus und dann Runtertritt perfekt ist dann halt noch was hinten angehängt. Das kann ich dann halt so triggern. Also hier Herzfrequenz und Watt kommt aus dem metabolischen Profil, das kommt aus der Intensität und das hier kommt dann halt als Zusatzinformation. Da kann ich natürlich dann relativ viele Detailpläne machen und oft ist es so, Athleten haben eigentlich nie eine Frage zur Umsetzung des Planes, weil ich dann halt hier sehr detailliert arbeiten kann mit verschiedenen Inputs. Ich kann dann auch noch Kraftgeschichten mit einzufügen und dann halt, ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Athletikprogramm, ich sollte jetzt da 5 Sekunden Springseil einbeinig links, rechts und so weiter. Also hier kann ich sehr detailliert eine Trainingsplanung aufbauen. Am Anfang hatte ich immer sehr komplexe Pläne gemacht, so 8 Wochen Pläne für Triathlon, Langdistanz, Mitteldistanz, Shortdistanz, VLA Max senken, VLA Max pushen, was auch immer. Mittlerweile arbeite ich eigentlich mehr mit Bausteinen. Ich mache immer noch relativ längere Template-Pläne, so 2 Monate Template-Pläne, also so entsprechend sanfter Einstieg. November, Dezember passt relativ gut zusammen für einen Aufbau, für jemanden, der halt dann im Frühling fit sein will, egal ob es jetzt Radfahren ist oder Triathlon. Und dann haben wir so meistens eine gute Periode, Januar, Februar, ja, wo er dann halt nochmal sehr viel Indoor-Geschichten macht und entsprechend Schwimmen, sehr viel Technik. Und dann kommt dann eine Periode, wo er dann halt so vor dem unmittelbare Wettkampfvorbereitung mit etwas mehr Radumfang, das ist dann meist März bis April, macht dann auch wieder sehr okay 2 Monate und dann so 2 oder es ist dann mehr 3 Monate unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und so baue ich dann meine Templates auf. Ich mache dann aber Templates für Laufen und Radfahren, aber dann halt da schon etwas detailliert für Leute, die halt eher die anaerobe Kapazität erhöhen oder senken müssen, verschiedene Bausteine. Schwimmen ist dann ein Baustein mit verschiedenen Programmen. Es kann dann auch gut sein, dass ich halt einen 70.3 Athlet habe, der halt dann eigentlich relativ guten Umfang trainieren kann. Aber halt im Schwimmen ist er halt nicht so gut und der hat dann genug mit 1,5 Kilometer Wasser, 2-mal in der Woche. Da nehme ich dann halt eher einen Einsteigerplan und so kann ich damit gut arbeiten. Was ich halt auch immer mache, jedes Jahr, ich bringe eigentlich meine Template-Pläne eigentlich jedes Jahr wieder rein, update sie, speichere sie neu und dann verwende ich sie wieder, weil so habe ich immer die neuesten Geschichten mit drin, mit den neuesten Entwicklungen, was es halt gibt. Oder so, was ich da gemacht habe in der letzten Zeit, halt viel Neuroathletik-Geschichten, Vorbereitungen und so, kann ich dann alles sehr gut mit in die Planung einbringen oder halt neue Methodiken, die ich da möchte oder was nicht so sauber funktioniert hat, bin ich mir dann nicht zu schade und mache dann wirklich alle Templates eigentlich neu, speichere die wieder ab und dann geht es weiter. Wichtig ist auch halt die Namensgebung dann richtig halten, dass ich das Zeug dann wieder finde, wenn ich das ausrollen will. Detailplanung, das heißt, ich rolle dann einen Plan aus. Ich kann dann euch 2, 3 Beispiele zeigen. Passe es auf die Sichtbarkeit der Athleten an, arbeite sehr viel mit Notizen und natürlich mit dem metabolischen Profil. Und das sieht dann so aus. Rasch umstellen. Ich kann es so machen.
Genau, jetzt bin ich in meinem Account. Ja, man kann natürlich dann auch Mikro-Makro-Planung und so weiter machen. Ich jetzt nicht zu viel Zeug drin habe. Genau, ich habe zum Beispiel jetzt hier so Ironman-Pläne. Januar bis Februar, wie ich das jetzt gerade erzählt habe. Dann sehe ich, dass der würde jetzt, baue sie dann halt so die Template-Pläne, dass sie dann halt am Wochenende mehr Umfang haben. Also ich müsste den jetzt ab dem 7. ausrollen, kann ich den hinzufügen. Und dann nehme ich entsprechend die Krafttrainingsgeschichten rein, Kraft. Da habe ich halt dann IK-Trainings, Hypertrophie, je nachdem, wo er dann halt steht, oder Circle-Trainings, halt, was dann halt gerade passt für den Athlet. Roll das dazu aus. Dann nehme ich noch Schwimmsachen, Swim, nehme was mit dazu. Da habe ich halt dann auch verschiedene Pläne. Swim, Pool, ja, gibt es dann da 3, 4 verschiedene Grundpläne. Ich nehme da einfach mal, nehme das spielt ja keine Rolle. So, und dann kann ich gerne Sachen zusammenklicken und dann habe ich dann halt schon mal eine gute Übersicht, habe dann schon mal ein paar Sachen geplant und ich plane dann halt meistens wirklich gleich durch so die nächsten paar 4 Wochen, vielleicht sogar etwas länger, dass ich einfach mal eine Idee habe, was will ich mit dem Athlet machen. Und ich gebe ihm natürlich dann halt nur die nächsten paar Tage frei, dass er nur die nächsten 2 Wochen zum Beispiel sehen kann, der Trainings. Dann habe ich dann immer die Möglichkeit, die Dinge wieder direkt anzupassen anhand von dem, was er dann halt trainiert hat. Ist dann relativ ein praktisches Tool. Oder ich mache mir dann auch Notizen rein, dass ich dann, wenn ich einen Athlet hier, ich habe ihm zum Beispiel das erste Bahntraining gemacht, das sieht dann so aus, soll halt dann mal die 400er laufen und dann mache ich mir dann eine Notiz, also ich würde das jetzt zum Beispiel am Freitag planen und dann würde ich mir dann eine Notiz machen, check, wie es war. Da kann ich mir das dann auch per E-Mail zusenden lassen. Hier kann ich noch mehr dazu schreiben. Und dann muss ich dann nicht dran denken, ihm noch zu schreiben. Ich kann dann einfach ganz einfach, bekomme am Samstagmorgen eine Mail und dann kann ich ihn dann da abholen. Und dann sehe ich dann halt, ja, muss ich jetzt hier am metabolischen Profil etwas schrauben, die Umfänge rein, runter oder hoch. Und so mache ich das dann in der Detailplanung bin ich dann da drin. Aber ich habe halt dann einen klaren Aufbau für die nächsten paar Wochen und das nimmt mir natürlich dann sehr viel Arbeit weg und gibt auch eine gute Struktur. Das sind mal so meine, wie ich damit arbeite. Jetzt checke ich mal, gibt es schon irgendwelche Fragen? Ihr könnt euch gerne da im Chat reinschreiben, da kann ich vielleicht noch drauf eingehen. Ihr könnt gerne im Chat reinschreiben. Und für die, die es jetzt zu schnell geht, ihr könnt euch dann auch gerne bei uns ein individuelles Meeting buchen. Dann können wir euch dann auch helfen, die Sachen einzustellen und sauber aufzubauen, damit ihr dann da effizient damit arbeiten könnt. Gut. Bis jetzt hat noch niemand groß Fragen gestellt. Ihr könnt euch das gerne noch etwas reinschreiben, da kann ich noch drauf eingehen. Gut, also gehen wir mal einen Schritt weiter.
So, meine Coaching-Regeln, was ich halt mache, basierend auf dem Zielsetzung und dann metabolisches Profil anpassen, entsprechend dem und das Ausrollen, dass ich halt dann wirklich probiere, eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden auf alle E-Mails, Individual-E-Mails von den Athleten, Chat, wir haben ja den Chat eingebaut, wirklich da antworten zu können. Also ich teile mir meinen Tag so ein, dass ich dann da wirklich eigentlich immer oder noch am selben Tag, habe natürlich jetzt jemand abends um 19 Uhr schreibt, dann werde ich ihm am nächsten Tag antworten und sonst probiere ich wirklich da möglichst den Service zu bieten, obwohl ich in meinem Angebot eigentlich das gar nicht mit drin habe. Es ist mehr etwas einfacher gestaltet, aber so habe ich halt einen guten Response und ich bin dann auch immer da up to date, was passiert. Ich mache mir dann auch über die Notizen halt wirklich Informationen, dass ich den Athlet dann wirklich auch alle 14 Tage sicher mal durchchecke, wenn ich jetzt nichts von ihm höre. Oder je nachdem, was er dann für ein Abo hat, vielleicht auch alle 7 Tage mache ich mir halt eine Notiz, dass ich ihn dann wirklich auch abholen kann. Oder wie ich es vorhin gezeigt habe, wenn ich spezifische Trainings geplant habe, dass ich ihn dann an dem Tag genau abholen kann und dann halt entsprechend planend, zum Vorausplanen, damit ich da einen guten Überblick habe und gut agieren kann. Ich spreche jetzt hier hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich von Age Group Coaching. Das ist natürlich ganz anders, weder im Profi-Coaching. Da macht es natürlich keinen Sinn. Also klar macht es auch einen Sinn, da einen guten Aufbau zu haben, aber es ist natürlich meist etwas anders, sind dann auch etwas mehr Wettkämpfe oder andere Voraussetzungen, wo man halt dann etwas anders agieren oder reagieren muss. Genau, vielleicht hier noch ein paar Sachen zu businessseitig, weil ich lebe ja ehrlich seit mittlerweile 25 Jahren von dem ausschließlich. Wir sind so aufgestellt, wir haben bei MySport sind wir etwa 7 Coaches, wo wir halt hauptsächlich auch so Schwimmtrainings anbieten, Leistungsdiagnostiken haben wir, Bikefitting machen wir. Und wichtig ist halt hier, dass man wirklich ein richtiges Produkt erstellt, das auch richtig kalkuliert und dann halt auch das verlangt, was es dann halt kostet. Oder jetzt in der Schweiz ist halt der Ansatz, muss man halt wirklich entsprechend hoch kalkulieren. Wenn ich da ein Personal Training für 120 Franken anbiete, dann bin ich da ganz sicher nicht rentabel. Also habe ich keine Chance, das wirtschaftlich gesehen das sauber durchzuführen mit all dem Aufwand, weil ich habe dann schlussendlich nicht eine Stunde Aufwand, sondern etwas mehr. Also wirklich die Produkte richtig kalkulieren und richtig definieren und dann auch wirklich das verlangen, was es kostet. Also wenn du eine Stunde hast oder 2 oder 3 Stunden pro Monat, pro Athlet, dann muss es dann halt wirklich diese Umsatzzahl sein. Jetzt in der Schweiz rechne ich eigentlich mit 180 Franken auf die Stunde. Also das heißt, wenn ein Athlet 360 Franken bezahlt im Monat, dann hat er eigentlich 2 Stunden, habe ich eigentlich 2 Stunden für ihn reserviert. Und ja, so läuft das dann. Muss man das halt so kalkulieren, weil sonst ist man dann halt immer da an der Welle davon schwimmen oder vor der großen Welle davor schwimmen und das macht dann auch keinen Spaß. Man ist dann halt schneller oder schnell ausgebrannt. Darum wichtig, die Produkte gut zu definieren, Preisanpassungen zu machen und das sauber zu kalkulieren und dann
ist für beide Seiten dann auch viel spannender. Der Athlet hat dann auch ein gutes Produkt, eine gute Entwicklung und du kannst dich da weiterbilden, aufbauen und so weiter. Partnerschaft ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sich halt verknüpft, dass man nicht alles selber macht. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass wir halt selber ein Labor haben, wo wir das alles machen können, aber sich dann halt möglichst auch mit anderen Leuten verknüpfen, mit einem Bike-Laden und so weiter. Da kann man halt sehr viele Synergien rausholen und durch dann gute Side-Business machen, sei es auch mit Ernährungszusätzen. Heutzutage ist es ja relativ einfach, so mit Gutscheincodes und so zu arbeiten. Dann kann man sich schnell mal mit, wenn man 20, 30 Athleten hat, da noch etwas mit dazu aufbauen. Ist dann auch für den Athlet sehr hilfreich, wenn er ein gutes Netzwerk hat. Und so könnt ihr auch für eure Athleten da was rausholen und ihr habt vielleicht einen kleinen Cashback. Ist dann auch immer relativ spannend. Und ja, Work-Life-Balance ist halt auch immer ein Thema bei uns Coaches, weil ja, ist natürlich nicht das Riesen-Business. Es gibt sehr viele Leute, die coachen, sehr viele günstige Angebote und das ist natürlich dann immer verlockt, halt viel zu arbeiten und den Preis unten zu halten. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe von dieser Folie, macht ein sauberes Produkt, organisiert euch, blockiert euch 2, 3 Stunden pro Tag, wo ihr einfach für die Athleten da seid, die Fragen abarbeitet und dann halt 1, 2 Stunden, wo ihr dann nur für die Planung braucht und so weiter, dass ihr das gut aufbaut und natürlich auch euer Sport nicht zu kurz kommt, dass ihr euch da auch weiterbilden könnt, weiter trainieren könnt. Eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Dann noch 2, 3 Sachen zu Asum. Wie geht es weiter? Side-Business ist noch ein gutes Thema. Wir haben jetzt gerade unser Self-Coaching oder eigentlich unser Trainingsprogramm am Start. Da kann ich dann noch kurz zeigen, eigentlich die ganzen Trainingspläne als Trainingsprogramme definieren und so können dann Athleten selber die Sachen updaten auf ihrer Seite. Sie können selber das metabolische Profil damit arbeiten und das Ganze ist dann auch mit Kreditkartenanbindung hinterlegt. Also der Athlet zahlt dann quasi das, was du bestimmst und dann kann er sich einloggen und damit arbeiten. Dann kann ich dann noch kurz zeigen, wie das aussieht. Ist halt relativ praktisch, auch wenn ein Athlet da im Training ist und dann halt mal 2, 3 Monate eigentlich das Tool behalten möchte, um weiter zu trainieren, aber nicht unbedingt das Coaching zahlen will, da kannst du ihn auf Self-Coaching umschalten, dann bezahlt er etwas weniger, aber du hast natürlich trotzdem einen Verdienst und hast du gute Möglichkeiten. Der Herzfrequenz-Delta-Rechner wird kommen, also wir gerade in der Testphase, der wird dann in 2, 3 Monaten auf live sein. Der Fitfile-Editor wird dann bald da sein. Und ja, diese Kohlenhydrat- und Fettverbrauchberechner über VLA Max und V2 Max eingeben und dann da die Werte bekommen. Das ist auch ein relativ gutes, größeres Update, das wir gerade am entwickeln sind. Das sind so die nächsten großen Sachen. Genau, noch kurz zum dem Trainingsprogramm. Das kann ich euch gerne noch zeigen. Das ist dann so, ich bin jetzt hier als Self-Coach drin und kann eigentlich hier meine Trainingsplan, wie du das als Coach kannst über den Editor, kann ich das zusammenklicken und ich kann die ausgerollten Trainings dann auch bearbeiten über den Code, über den Editor. Und hier ist dann die Trainingsbibliothek. Da habe ich jetzt
ziemlich viel hinterlegt. Das kannst du natürlich dann auch steuern pro Benutzer. Hier sind zum Beispiel jetzt so Radpläne drin. Kann man das dann hier zusammenklicken. Da habe ich jetzt 4 Wochenpläne gemacht mit verschiedenen Trainings, wo ich das dann hier definieren kann. Das gibt dann 16 Wochenplan. Kann ich das ausrollen. Ich muss das da etwas zurücksetzen, sonst überschreibe ich immer meine Trainings. Genau, das wäre dann am 19.01. fertig. Da kann ich sagen, bestehende überschreiben. Und da sind dann noch verschiedene Add-ons, wo man halt auch aus der Trainingsplanbibliothek hinzufügen kann. Kann ich mir noch mein Yoga mit dazu planen und halt das Krafttraining, wie ich das dann haben möchte, kann ich auch mit dazu planen und dann kann ich das anwenden. Und dann habe ich eigentlich meine Pläne dann hier hinten. Das ist das, was ich da gerade ausgerollt habe. Und der Athlet kann dann auch sich selber hier das metabolische Profil einstellen, wie das dann halt für ihn funktioniert. Er kann das genau das, was der Coach auch machen kann, ist dann halt, ja, wie gesagt, Self-Coacher. Und er erscheint dann nicht hier oben bei deinen Athleten und so und bekommst auch keine E-Mails und nichts von ihm, weil er halt als Self-Coach unterwegs ist. Entsprechend so kann man dann ein gutes Produkt kreieren. Gut, das war mal so das, was ich euch gerne zeigen wollte. Jetzt gibt es noch Fragen im Chat. Genau, da habe ich eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, individuelle Informationen von den Athleten, Telefongespräche etc. anzulegen? Ja, ich mache das dann halt oft über Notizen. Das ist halt am einfachsten. Da kann ich dem eine Überschrift geben, was es dann ist. Teil vom Samir heute. So, dann hier der Text. So, und dann habe ich dann die auch, ja, nicht hier, aber in der Gesamtübersicht sind dann all die Notes aufgelistet. Aber ich arbeite dann halt oft mit Notes, da kann ich die ganzen Sachen da haben und dann wieder aufrufen. Das passt relativ gut und hilft mir eigentlich auch sehr gut, da kann ich in die Übersicht gehen. Ich kann mal schnell schauen, ob ich die zusammen machen kann, ohne dass ich da meine Athletennamen droppe. Ich gehe da mal in die Entwickleransicht. Hier kann ich das euch zeigen. Nein, hier kann ich es euch auch nicht zeigen. Ich bin noch falsch eingeloggt. Ja, auf jeden Fall mit diesen Notes kann ich sehr viel machen. Ich kann dann auch einstellen, dass es keine E-Mail-Benachrichtigung gibt. Und ich arbeite eigentlich darüber. Aber wie gesagt, gerne ein Individual-Coaching buchen. Dann zeige ich euch das gerne. Könntest du noch kurz die verschiedenen Analysemöglichkeiten im ASUM beschreiben? Kann ich gerne machen. Muss ich da wieder reingehen? So, okay. Rasch einen Athlet aussuchen, respektive mich als Athlet. Da kann ich euch dann noch 2, 3 Sachen zeigen. Genau. Da. Also ich habe hier verschiedene Analysemöglichkeiten. Einerseits über den Umfang
kann ich da reinschauen. Noch etwas weiter zurück kann da auch ein Jahr oder was auch immer. Und da habe ich da mal die Möglichkeit, geplante Trainings und gemachte Trainings. Was das dann halt da ist mein Testaccount ist etwas unübersichtlich oder hier unten, da arbeite ich halt dann sehr viel drin, dass ich dann sehe, das sind dann die geplanten, also hier in der Woche vom 13.01. wäre eigentlich 16 Minuten Schwelle gewesen und 13 Minuten Supraschwelle. Gemacht wurde dann 5 Minuten Schwelle und Supraschwelle 10 Minuten. Und so sehe ich dann halt sehr schnell, hat er das direkt umgesetzt oder nicht? Oder halt das Medium oder das Basic wieder auf den Zonen basiert, ist das relativ gut. Hier oben der Umfang, da kann ich halt auch sehr viel rauslesen, ob sich dann die Leute auch abschießen, wenn sie dann, ich habe die Zonen so eingestellt, wenn halt dann die Leute mehrere 90 Minuten oder 2 Stunden über den Z4, Z5 gehen, dann kann ich davon ausgehen, dass sie sich abschießen im Training pro Woche gerechnet. Dann haben wir hier auch einen Bericht entwickelt, ist dann etwas kundenfreundlicher. Ich kann nochmal auf die letzte Woche gehen, da sehe ich auf den ersten Blick, was ich dann da gemacht habe. Kilometer umfangmäßig, die Sportarten, das ist dann auch im App so drin, auf dem Telefon. Und dann halt hier noch etwas schöner ausformuliert mit Grafiken, wie viel Schwelle, wie viel Supraschwelle oder hochanaerob und so weiter. Habe ich da verschiedene Möglichkeiten und da kann ich auch das pro Monat dann anschauen, letzten 3 Monate. Und da sehe ich dann, ja, es hat dann relativ gut gepasst mit dem 117% und hier etwas weniger, also passt perfekt. Da ist natürlich ein Traumathlet, solche Daten. Genau, hier habe ich sehr viele Möglichkeiten und dann halt, wie ich schon eingangs gezeigt habe, hier kann ich dann detailliert ins Training reingehen. Halt ein Lauftraining, Bahntraining und dann halt über die, jetzt habe ich das metabolische Profil vorhin abgeschossen. Muss ich da wieder umschalten. Kann ich dann halt hier drüber arbeiten. Ja, genau. Sehe ich dann, was ich da gemacht habe. Das stimmt natürlich jetzt nicht, weil ich da meinen Puls falsch eingestellt habe. Es ist dann jetzt nur da in der tiefsten Zone unterwegs. Genau. Das sind so die Varianten. Und wie gesagt, wir haben dann eine Schnittstelle zu Golden Cheetah gebaut, wo das dann halt direkt da jedes Training reinpusht und wenn ich dann da mehr Details brauche, habe ich dann da alle Möglichkeiten. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sonst denke ich, sind wir da mal relativ gut durchgekommen. Und dann würde ich sagen, schließen wir das. Wir machen noch ein kleines Follow-up dann. Da könnt ihr euch dann gerne noch melden, wenn ihr nochmal eine Einstellung braucht für das Tool, metabolisches Profil, Algorithmus, die Namen anders, die Intensitäten anders heißen sollen, ihr ein 3-Zonen-Modell haben möchtet, ein 5, 10 Zonen, was auch immer, da könnt ihr euch sehr gerne behilflich sein, euch das einstellen und damit ihr euer Coaching optimal umsetzen könnt. Genau, also herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, happy Coaching und bis bald.